Das Ziel ist der Nordostgrönland-Nationalpark mit einer Fläche von 972.000 Quadratkilometern, der größte Nationalpark weltweit, 2,5 Mal so groß wie Deutschland. Wir halten uns vorwiegend im Bereich des Soresby-Sund bis zum Kaiser Franz Josef Fort auf. Unterwegs sind wir mit dem Expeditionsschiff MS Sea Spirit. Mit 91 Meter Länge und 15 Meter Breite ist es eher klein, kann dadurch auch engere Fjords befahren. An Bord sind 109 Passagiere und 72 Crewmitglieder. Hinzu kommen 18 Mitglieder des Expeditionsteams. Auf dem Weg nach Grönland benötigen wir für die Fahrt über die Dänemarkstraße etwa 40 Stunden. Fahren mit 14 Knoten rund 26 Kilometer pro Stunde. Dabei überqueren wir den nördlichen Polarkreis. Die Region um die Dänemarkstraße kann recht unruhig sein, wie wir auf der Rückfahrt noch feststellen werden. Einen ganzen Tag verbringen wir auf hoher See. Am Ziel erwartet uns im Grönland-Nationalpark kilometerlange, unberührte Wildnis im größten und nördlichsten Nationalpark der Welt. Auf Grönland leben nur rund 56.000 Einwohner auf einer Fläche von knapp 2,17 Millionen Quadratkilometern. Damit ist das Land das am dünnsten besiedelte der Erde. Unser erstes Ziel ist der im Kong Oscar Fjord gelegene Antarktika-Hafen. Hier gehen wir an Land, machen eine erste kürzere Wanderung. Der Name Antarktika-Hafen geht auf die Reste eines beschädigten alten Schiffes zurück. Aus dessen Resten wurde in den 1930er Jahren eine Trapperhütte gebaut. Die restaurierte man 2005 für eine weitere Nutzung. Im darauffolgenden Winter zerlegte eine Lawine die Hütte gleich wieder in ihre Einzelteile. Das Dach überstand die Lawine dabei fast unbeschädigt, wurde nur um rund 50 Meter versetzt. Dieser Ort spielte im letzten Jahrhundert eine wichtige Rolle in den Auseinandersetzungen zwischen Norwegen und Dänemark um die Kontrolle von Ostgrönland, bis das Land in den 1930er Jahren von dem Vorläufer des Internationalen Gerichtshofes Dänemark zugeschlagen wurde. Erkunden kann man die Tundra, wobei der Herbst Mitte August deutlich Einzug hält. In 1-2 Wochen können schon die ersten Winterstürme auftreten. Die Landschaften sind neben der Heimat für Moschusochsen und Polarbären auch die der Polarhasen. Kurz war einmal einer zu sehen und in der Ferne einige Moschusochsen. Die Landschaft ist weit, offen und scheinbar unberührt. Die Berge ringsherum erreichen Höhen von über 2000 Metern.
Vor und nach jedem Landgang müssen die Schuhe gereinigt und desinfiziert werden, um keine Samen und Keime von einem zum anderen Ort zu verschleppen. Am kommenden Morgen landen wir etwas nördlich auf Ella Island an. Die Station LAA ist das Hauptquartier einer dänischen Elitetruppe der Marine, der Sirius Patrol. Die Fernspäh-Hundeschlitteneinheit besteht aus 14 Mann, die die Küste von Nord- und Ostgrönland überwacht und den Nordostgrönland-Nationalpark. Sommers sind sie mit Booten unterwegs und im Winter mit Schlittenhunden. Sie übernachten dabei in Zelten oder alten Trapperhütten. Die Tagesetappen betragen zwischen 30 und 50 Kilometer. Operiert wird in Zweimann-Trupps mit 11 Hunden und einem Schlitten. Bewaffnet sind sie mit alten Repetierbüchsen und Glockpistolen aus dem Zweiten Weltkrieg, da sie in der Kälte zuverlässiger sind als moderne Waffen. Im Grönland-Nationalpark besteht Waffenpflicht, auch für Besucher. Hier findet sich zudem eine kleine Landepiste, ab und an kommt ein Flugzeug mit Nachschubmaterialien. Die Gründung der Truppe geht auf die Auseinandersetzungen zwischen Dänemark und Norwegen von vor dem Zweiten Weltkrieg zurück. Im Zweiten Weltkrieg diente die Truppe der Aufklärung deutscher Aktivitäten in Nordostgrönland, die hier Wetterstationen unterhielten. Nach einer kurzen Schiffsfahrt erreichen wir am Nachmittag die Blomsterbucht, die Blumenbucht. 1929 wurde sie von Trappern erstmals betreten und im März darauf die Hütte aufgebaut. Auf einer kurzen Wanderung machen wir uns mit der grönländischen Vegetation bekannt. Die botanische Vielfalt ist enorm, trotz der hier herrschenden extremen Bedingungen. Die arktische Tundra ist baumlos, es gibt nur eine kurze Wachstumsperiode. Der Boden ist ab Tiefen von 20 cm an das ganze Jahr über gefroren. Dennoch finden sich pro Quadratkilometer recht viele unterschiedliche Arten. Bei 11 Grad Durchschnittstemperatur sind es bis zu 400, bei 4 Grad noch 50 Arten. Noch extremer ist die dann darauf folgende polare Wüste. Hier dominieren Algen, Flechten und Moose.
Wir sind weiterhin im Kong-Oskar-Fjord unterwegs, nordwärts. Unser Ziel ist der Waldershausen-Gletscher. Er ist ungefähr 11 Kilometer breit und erreicht eine Höhe von 20 Metern. Benannt hat ihn die Karl-Koldewey-Expedition 1869 bis 70 nach Baron Wolfgang Sartorius von Waldershausen, einem deutschen Professor für Mineralogie und Geologie. Wir haben das Glück, einen kleinen Eisberg beim Drehen zu beobachten. Das zeigt, warum man immer einen Sicherheitsabstand halten muss. Eisberge drehen sich, weil das Eis unter Wasser schneller schmilzt als über Wasser. Das Knistern ringsherum kommt vom schmelzenden Treibeis. Der Waldershausen-Gletscher ist für uns der nördlichste erreichbare Punkt in der Fjordlandschaft. Weiter geht es nicht, das Eis blockiert von nun an den Fjord. So fahren wir wieder südlich, nicht weit vom Gletscher landen wir am Nachmittag in Kap Ovibus an. Wir machen eine Wanderung von etwa einer Stunde. Es regnet kräftig, ein für diese Jahreszeit übliches Wetter. Es ist Ende August. Demnächst schlägt der Regen in eisige Winterstürme um. Hierher, also in den Nordostgrönland Nationalpark, sollen aufgrund seiner Abgeschiedenheit weniger als 1000 Reisende pro Jahr herkommen. Wir sind jetzt etwa 100 Kilometer südlicher am Segelskjælskapjetsfjord. Ein Traum für jeden geologisch Interessierten. Hier finden sich Gesteinsformationen, die ihresgleichen suchen. Sie gehören zur Eleonore Bay Group, sind etwa 960 Millionen Jahre alt und haben eine Mächtigkeit von bis zu 1500 Metern. Es handelt sich bei den oberen Schichten um Kalkgestein und Dolomit, tiefer unten findet sich Sandstein. Für die rote, braune und schwarze Färbung des Kalksteins sorgt Eisen, die weißen Streifen sind der Dolomit,
der durch die Umwandlung des Kalkgesteins und Einlagerung von Magnesium entstand. Die Oberfläche der Formationen, die formten Wind, Regen und die Gletscher. Nachmittags sind wir in einem kleinen Seitenarm des Kong-Oskja-Fjords unterwegs, in einer nicht minder faszinierenden Landschaft. Er heißt nicht ohne Grund Alpfjord. Wir machen eine Zodiacfahrt durch die wunderbare Bergwelt entlang zahlreicher Gletscher.
Es geht südwärts. Frühmorgens lässt sich eine längere Zeit ein Nebelbogen beobachten. Er entsteht wie ein Regenbogen durch Lichtbrechung, ist jedoch etwa doppelt so breit und spaltet das Licht nicht in seine Spektralfarben auf, bleibt weiß. Unser Ziel ist die Stadt Ittoqqortoormiit. Es dürfte sich um eine der abgelegensten Siedlungen auf Grönland handeln, am Eingang des Scoresbysund-Fjordsystems. Der nächstgelegene Ort ist etwa 500 Kilometer entfernt, nur liegt er in Island, dazwischen das offene Meer. Auf Grönland sind es 780 Kilometer zur nächsten bewohnten Ortschaft. Hier an der Ostküste ist man eher isländisch geprägt, im Westen Grönlands orientiert man sich eher an Kanada. Der Name Ittoqqortoormiit bedeutet Platz mit großen Häusern. Aktuell leben 350 Menschen in dem Ort. Tendenz stark rückläufig. Gegründet hat die Stadt der Däne Einar Mikkelsen 1925, unterstützt durch Dänemark. Auch hier spielt die Auseinandersetzung um Ostgrönland mit Norwegen eine große Rolle. In Ittoqqortoormiit finden sich Kirche, Schule, Altenheim, Krankenhaus, Polizeistation, Poststation, Museum, Buchladen. Es gibt sogar ein Touristenbüro, ein Gästehaus, Freibad sowie eine kleine Kunstgalerie mit lokalen Produkten, vorwiegend aus Rentier oder Moschusochse. Produkte aus Eisbär, Walross oder Narwal werden ebenfalls angeboten, dürfen aber aus Artenschutzgründen nicht in die Europäische Union eingeführt werden. Zweimal im Jahr kommt ein Schiff mit Versorgungsgütern. Einmal, sobald das Eis aufbricht, und dann kurz bevor wieder alles unerreichbar ist. Alkohol und Drogen sind wie in ganz Grönland ein großes Problem. Hoch ist auch die Suizidrate. Ist man nicht mehr nützlich für die Gemeinde, ziehen manche, besonders ältere Menschen, daraus ihre Konsequenzen. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt minus 7,5 Grad Celsius, jetzt im August liegt sie bei plus 3,5 Grad. Man arbeitet vorwiegend in der Verwaltung und der Tourismus spielt inzwischen eine gewisse Rolle. Jagd und Fischerei haben dagegen an Bedeutung verloren, sind eher Hobby. Die Gemeinde hatte schon Mitte März ihre Quote von 10 erlegten Eisbären erreicht. Was noch sonst so abläuft, darüber schweigt man sich aus. Jedenfalls soll der Bürgermeister einen halben Container voll Eisbärenfellen besitzen. Alle natürlich aus den Jahren zuvor.
Am Abend folgt ein Sonnenuntergang wie aus dem Bilderbuch. Das Farbenspiel aus Rot- und Blautönen ist beeindruckend. Diese Zeit genießt man an Bord, auch wenn es im Fahrtwind recht frisch ist. Später tauchen die ersten Polarlichter auf. Zwar nur schwach und wenig spektakulär, aber immerhin. So wird es eine kurze Nacht. Der Südkap ist erreicht, eine Landzunge zwischen dem Eingang vom Nordwestfjord und der Nordwestbucht. Seit 1934 nutzen Jäger diesen Standort und hinterließen die Ruinen ihrer Häuser. 1946 errichteten ein dänischer Telegrafenmeister und seine grönländische Frau die heutigen Gebäude, eine stabilere Hütte und ein Lagerhaus. Noch heute nutzen Jäger die Bauwerke, halten sich regelmäßig hier auf. Das Anlanden musste kurz nachdem wir an Land waren für 15 Minuten unterbrochen werden, da sich das Wasser auf einmal mehrere Meter vom Ufer zurückzog und ein Tsunami befürchtet wurde. Es gab dann auch 3 bis 4 Meter hohe Wellen, aber ohne weitere Konsequenzen, da hier das Ufer steil abfällt. Der Grund war ein sich drehender Eisberg viele Kilometer entfernt. Daran sieht man die Gewalt der Eisriesen, die es schaffen, in einem großen Fjord derartiges zu bewirken. Das hatten auch die Guides so noch nicht erlebt. Nachmittags erreichen wir bei schönstem Wetter Bear Island. Zu sehen gibt es aber keine mehr, auch wenn Eisbären einst bei der Ersterkundung der Bucht ihr den Namen gaben. Durch den Fjord geht es nur mit maximal 7 Stundenkilometern zum Schutz der Meerestiere. Wir machen eine 2-stündige Zodiacfahrt vorbei an Eisbergen durch eine wunderschöne Landschaft mit Bergen ringsherum.
An Land geht es wieder ein Stück südlicher bei Rüpenees. Immer wieder sieht man Spuren der hier lebenden Moschusochsen. Bisher haben wir sie aber nur aus weiter Entfernung als schwarze Punkte gesehen. Die Vegetation ist noch nicht so herbstlich wie weiter nördlich. Es blüht noch einiges und die Pflanzen sind für hiesige Verhältnisse recht üppig. Wie zumeist handelt es sich beim Landgang um eine Perimeterlandung. Das heißt, wir können uns in einem überwachten Bereich frei bewegen. Bei einem Landgang eruieren die Guides als erstes, ob das Gelände weiträumig frei von Eisbären und Moschusochsen ist. Herrscht Nebel und damit keine gute Sicht, gibt es keine Anlandung. Scheint alles in Ordnung zu sein, sichern mehrere Mitglieder der Expeditionscrew mit Signalwaffe und Gewehr das ganze Gelände an strategischen Punkten ab und bewachen das Areal kontinuierlich mit Ferngläsern. Bei Wanderungen wird ebenfalls zuerst das Gelände gesichert und die kleineren Gruppen müssen zusammenbleiben und werden meist von 2 bewaffneten Guides begleitet. Etwa 81% der Fläche Grönlands sind von Eis bedeckt, das im Mittel eine Stärke von 1500 Metern hat. Stellenweise ist es bis zu 3,4 Kilometer dick. Es ist nach dem antarktischen Eisschild mit 1,8 Millionen Quadratkilometern die zweitgrößte permanent vereiste Fläche. In Nord-Süd-Richtung beträgt die Länge des Eisschildes etwa 2500 Kilometer, die breiteste Stelle hat etwa 1100 Kilometer. Im Zuge des Klimawandels schmilzt der Eisschild derzeit mit Rekordgeschwindigkeit ab, schneller als die pessimistischsten Modelle vorhergesagt hatten. Manches deutet darauf hin, dass sich die Schmelze einem Wendepunkt nähert, der das vollständige Verschwinden des Eises zur Folge haben könnte, was einen Anstieg des Meeresspiegels um 7,20 Meter zur Folge hätte. Mit den Zodiacs ging es später den Gletscher entlang, der sich recht ruhig zeigte. Keine Kalbungen, auch wenig Eis und keine größeren Eisberge. Etwas näher als sonst, dennoch über 1 Kilometer entfernt, liest sich am Hang, zu dem einige Moschusochsen blicken. Männliche Tiere werden bis zu 1,50 Meter groß. Sie leben in der arktischen Tundra in Grönland, Kanada und Alaska. Kleinere Herden ursprünglich grönländischer Tiere finden sich heute auch in Norwegen und Schweden. Der Gesamtbestand wird heute auf etwa 145.000 Tiere geschätzt.
Später der Sprung ins kalte Wasser. Der hat Tradition bei Reisen in die polaren Gewässer. Aber nur wenige nehmen teil. Hat das Wasser doch um die 0 Grad Celsius. Anschließend folgt das ebenfalls traditionelle Barbecue gegen Ende einer Reise am Oberdeck. Es geht schon um 4:30 Uhr in der Nacht raus. Es herrscht Vollmond. Geplant war eine Anlandung, aber das Schiff kam nicht nah genug an den möglichen Landepunkt heran. Der Fjord war durch zu viel Eis blockiert. Also machen wir eine Zodiac-Tour bei Vollmond durch diese Eiswelt. Wir sind auf der Fahrt durch den Scoresby-Sund, dem mit einer Länge von 110 Kilometern und einer maximalen Breite von 29 Kilometern weltgrößten Fjord. Die Berge ringsherum erreichen Höhen von 2000 Metern. Es geht zurück Richtung Island, früher als geplant. Die Wetterprognosen sagen ein starkes Sturmtief auf der Dänemarkstraße voraus mit bis zu 11 Meter hohen Wellen auf hoher See. Da müssen wir durch. Das Zentrum des Sturmtiefes will der Kapitän umfahren. Insofern hat man das Programm angepasst. Flexibilität ist auf einer solchen Reise tagtäglich gefordert. Auch diese Reise in den hohen Norden offenbart die Schönheit und Einmaligkeit dieser Landschaften, aber auch deren Fragilität. Vermutlich wird schon die übernächste Generation es so nicht mehr erleben können. Dann heißt es 2,5 Tage offene See und der Sturm, der kommt. Zwar nicht ganz so stark wie befürchtet, aber auch 7 Meter Wellen sind bei einem kleinen Schiff wie der MSC Spirit nicht ohne Wirkung. Weniger für das Schiff, mehr für die Passagiere.